Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, heute möchte ich gerne ein Video präsentieren, das es hauptsächlich auf Menschen abgesehen hat, die sich in Zukunft ihren ersten Rassehund zulegen und hier auf grobe Fehler aufmerksam machen, die ihnen dabei geschehen können, wenn sie nicht wirklich sattelfest in der Materie sind. Ja. Also Sie sind vielleicht ein Mensch, der sich in eine Rasse verguckt hat, weil ein Bekannter von Ihnen diesen Hund besitzt, dieser Hund Sie optisch und charakterlich absolut anspricht. Sie fühlen sich bereit, ebenfalls so einen Hund zu haben, zu besitzen. Ja, die Euphorie ist groß, die Freude ist groß, doch gleichzeitig sind Sie vielleicht ein Mensch, der hier noch nicht viel Erfahrung hat. Ja, Sie haben zwar Grundwissen zum Thema Hund, haben sich gut vorbereitet, aber das ist das erste Mal. Und Sie sind vielleicht weniger in Kontakt mit Menschen, die hier schon erfahren sind, die Ihnen gute Tipps hier geben können. Und ich sage Ihnen was, gute Tipps sind Gold wert. Ich habe viel gelernt in meinem Leben aufgrund guter Tipps von erfahrenen Hundemenschen. Jetzt können Ihnen viele Fehler geschehen und einige dieser Fehler können Ihnen eine knallen. Die tut nicht nur einige Tage weh, sondern jahrelang, denn im Normalfall begleiten uns Hunde auch jahrelang. Es kann dabei leicht passieren, dass Sie dann nach kurzer Zeit nach dem Erwerb dieses Hundes draufkommen, dass sich der eigentlich optisch und charakterlich in eine völlig andere Richtung entwickelt, als Sie es erwartet hätten, aufgrund des vorgegebenen Rassestandards oder aufgrund des Vergleichs mit dem Hund, der es Ihnen so angetan hat, dem Hund des Besitzers, der Ihnen bekannt ist. Ja. Ich möchte Ihnen mal einige grobe Fehler hier aufzählen, Sie vor einigen groben Fehlern warnen. Ein ganz grober Fehler ist der Blindkauf. Sie stoßen irgendwo auf eine Anzeige, wir verkaufen einen ... reinrassig, es gibt keine Papiere, die Elterntiere sind nicht bekannt. Es kann Ihnen keine Information über Elterntiere gegeben werden. Ja. Vor einigen Monaten hat mich ein Zuseher meines Kanals angeschrieben als Reaktion auf mein Video des Leonbergers. Ich bekam auch Bildmaterial seines aktuellen Rüden mitgeschickt. Mehrere Bilder. Diesen Hund hat dieser Herr damals als reinrassigen Leonberger Welpen gekauft. Heute hat dieser Rüde 93 cm Schulterhöhe und ist sage und schreibe 100 Kilo schwer. Ich garantiere Ihnen diese Daten. Ich habe viele Bilder dieses Hundes gesehen. Ja, guter Freund von mir, in den 90er Jahren leider viel zu früh verstorben, Walter, war im Besitz von Apollo. Apollo hatte er als reinrassigen Rottweiler Rüden im Alter von 9 Wochen gekauft. Elterntiere unbekannt, keine Papiere vorhanden. Nach einigen Wochen entwickelte Apollo gewelltes Fell und ihm begann ein Bart zu wachsen. Walter kam nach gewisser Zeit drauf, dass die Mutter von Apollo zwar eine reinrassige Rottweiler Hündin war, sein Vater allerdings einen Riesenschnauzer Rüden darstellte. Ja. Er liebte diesen Hund abgöttisch, aber es war nun mal kein reinrassiger Rottweiler. War ein wunderschöner Hund, Apollo. Grober Fehler ist die Wahl der falschen Zuchtstätte. Passen Sie auf. Handeln Sie hier nicht zu unüberlegt und nicht zu schnell. Schlechte Zuchtstätten gibt es viele. Es gibt Züchter, die Hunde in zu hohem Alter miteinander verpaaren, Hunde in zu jungem Alter miteinander verpaaren, Hündinnen als Wurfmaschinen verwenden, die schon 7, 8 Würfe hinter sich haben, auf Gesundheitscheck verzichten, etc. etc. Denen es egal ist, auch das richtige Wesen zu verpaaren, denen es als Hauptziel gilt, nur die optimale Anatomie anzubieten. Passen Sie auf. Dieser Schuss kann sehr schnell nach hinten losgehen. Sie wählen die richtige Zuchtstätte, aber die falsche Linie. Schauen Sie, ich möchte das so erklären. Sie haben sich jetzt zum Beispiel in den Rottweiler Ihres Bekannten verliebt und sagten sich, ich werde mit Sicherheit in Zukunft auch mal solch einen Rottweiler besitzen. Ich möchte diesen Hund. Der ist groß, der ist stark, der ist ruhig ausgeglichen. Da passt alles. Der gefällt mir, der hat viel Substanz. Mein Traumhund. Durch
Durch Zufall stoßen Sie auf einen Herrn, der Ihnen einen jungen Rottweiler anbietet, mit Papieren, da passt alles, sagt Ihnen so nebenbei, ja, der kommt aus einer Leistungszucht. Ja, mit dem können Sie nicht so viel anfangen. Rottweiler ist Rottweiler. Sie schlagen zu und nach einigen Monaten kommen Sie drauf, dass dieser Hund völlig anders funktioniert, auch anders aussieht als der ruhige, substanzvolle Rottweiler Ihres Bekannten, der es Ihnen so angetan hat, der Sie auf diese Rasse gebracht hat. Denn Ihr Rottweiler, den Sie von diesem Herrn erhalten haben, aus Leistungszucht, hat nicht die Substanz des Rottweilers Ihres Bekannten und ist kein ruhiger Rottweiler, sondern ein Rottweiler mit dem Trieb eines Dobermanns oder eines Terriers, ja, der abgeht wie ein Projektil. Schauen Sie, es gibt bei vielen Hunderassen Showlinien und Leistungszuchten. Hier ist oftmals extremer Unterschied vorhanden. Bleiben wir gleich beim Rottweiler. Während die Rottweiler der Showlinien sehr oft substanzvoller sind, wuchtiger, größer sind sie auch sehr oft ruhiger im Wesen. Die Rottweiler der Leistungszuchten, und ich kannte einige, haben zwar manchmal den einen oder anderen Kilo weniger vorzuweisen, nicht ganz die Substanz, sind aber bei weitem dynamischer, agiler, beweglicher, bewegungsfreudiger. Also viele dieser Hunde, ja, geht rein vom Trieb nicht mehr viel von Malis oder Dobermännern ab. Ich sah Rottweiler aus Leistungszucht, die enorme Triebigkeit vorgewiesen haben. Passen Sie auf, unterschätzen Sie das nicht ganz und gar nicht, das ist ein grober Fehler. Wenn Sie sich für eine Rasse interessieren, wo es sowohl Showlinien als auch Leistungslinien gibt, dann passen Sie auf, was Sie haben möchten. Wobei ich aber gleich vorher noch betonen möchte, dass gute Zuchtstätten, und das wird bei den Leistungszuchten höchstwahrscheinlich immer der Fall sein, Sie ganz erbicht vorher davon in Kenntnis setzen, was das für ein Unterschied ist. Also Sie werden sagen, passen Sie auf, wir sind eine Leistungszucht, bei uns erhalten Sie einen Hund, der etwas anders funktioniert als der Hund aus typischen Showlinien und so weiter. Also davon kann man schon ausgehen. Aber es kann ja sein, dass Sie über Umwege zu solch einem Hund kommen und darin nur die Rasse sehen, die Sie sich gewünscht haben. Passen Sie dabei auf. Ja. Auch ein grober Fehler ist generell die falsche Wahl der Rasse. Ja. Schauen Sie, es gibt ja viele Menschen, die sich ein gewisses Wissen aneignen, sich dazu entschlossen haben, sich einen Hund zu nehmen, aber der Hund generell für sie irgendwie gleich ist. Die zwar wissen, ja, mit einem kleinen Hund kann ich nicht das tun wie mit einem großen, umgekehrt dasselbe, aber sonst generell nicht viel darüber nachdenken, was eine Hunderasse braucht oder was eine Hunderasse nicht braucht. Jetzt kann es natürlich vorkommen, dass Sie ein absoluter Fan des English Bulldogs sind. Sie haben auch schon vor dem Erwerb dieses Bulldogs aber gewusst, ja, irgendwann mal beginne ich mit dem Hundesport. Ne? Jetzt sind Sie das falsche Team. Denn Sie werden sehr schnell draufkommen, dass Sie mit einem English Bulldog am Abrichterplatz nicht glücklich werden. Auch der Hund wird dann mit Ihnen nicht glücklich werden, weil er von Ihnen dazu verdammt wird. Ja? Also hier sollten Sie sich schon um einen anderen Hund umsehen. Wenn Sie ein sehr sportlicher Mensch sind, der mal Hundesport betreiben möchte, sonstige Dinge unternehmen möchte, suchen Sie sich auch eine Hunderasse, die sehr bewegungsfreudig, sehr athletisch, sehr sportlich ist. Umgekehrt gilt dasselbe. Wenn Sie ein Mensch sind, der gesundheitlich nicht mehr gut beieinander ist, was lange Strecken gehen und so weiter betrifft. Sie wissen schon, etwas flott unterwegs zu sein. Also wenn das nicht mehr so passt, dann orientieren Sie sich auch eher an Hunderassen, die hiermit besser klarkommen. Ich könnte Ihnen einige Beispiele geben, aber das möchte ich nicht tun. Würde sonst zu persönlich werden. Viele dieser Leute kennen mich gut. Ja, wenn Sie sich einen Rassehund nehmen wollen, legen Sie Ihren Wert auf eine gute Zuchtstätte. Und wenn das einige Monate Arbeit in Kauf nehmen müssen diesbezüglich, dann ist es so. Aber das rechnet sich, lieber Zuseher, denn der Hund ist ja dann jahrelang bei Ihnen. Gute Zuchtstätten achten aufs Alter der Elterntiere. Nicht zu alt, nicht zu jung. Gute Zuchtstätten werden immer auf den Gesundheitszustand der Elterntiere achten. Und wenn das Züchter sind von Hunden, die dafür bekannt sind,
mit DCM zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Dobermann, einige andere Hunderassen, dann wird dort in regelmäßigen Abständen Herzultraschalluntersuchung durchgeführt, die zwar kostspielig ist, aber das ist nun mal so. Gute Zuchtstätten werden Ihnen jederzeit Info über die Eltern, detaillierte Info über die Eltern zukommen lassen oder Ihnen erlauben, die Eltern persönlich kennenzulernen. Und wenn einer der Elterntiere aus dem Ausland kommt, ein Deckrüde aus Spanien oder sonst was, immer dafür sorgen, Ihnen aktuelle Videos zukommen zu lassen, werden Ihnen detaillierte Auskunft geben über die Charaktere der Elterntiere. Und ganz optimal wäre, wenn Sie sich die Elterntiere selbst ganz genau ansehen. Ja. Wie funktionieren die? Was für einen Bewegungsablauf haben die? Wie sind die optisch benannt? Selbst sich davon überzeugen. Ich sage Ihnen das, wie ich das gemacht habe bei meinen letzten beiden Hunden. Der Attila, bei meinem American Pitbull Terrier, kannte ich seine Mutter Nina und seinen Vater Billy sehr gut. Ich wusste, Nina war Dynamit und auch Billy war kein Kind von Traurigkeit, ja, und der schönste Bit, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Also ich konnte schon davon ausgehen, dass sie ein gewisses Feuer an ihre Welpen vererben werden. So war es auch. Ja, Attila war totales Feuer. Beide Hunde hatten eine herrliche Anatomie, besonders die Hinterhand, also die Schenkel, sowohl von Nina als auch von Billy waren mächtig. Und auch mein Attila hatte überaus muskulöse Hinterhand vererbt bekommen. Sie waren beide HT-frei, hatten eine sehr gesunde Anatomie vorzuweisen und so weiter. Ich konnte mir schon ein Bild machen meines zukünftigen Hundes. Bei Shiro, bei meinem Tosa Inu, war das ähnlich. Monate ist ein Blödsinn, der Hund tragen 2 Monate, 1 Monat, sagen wir sowas, ja, Monate. 1 Monat bevor mein Hund geboren wurde, war ich schon beim Züchter. Ich sah die Mutter, da war sie noch trächtig mit Shiro, und ich sah auch den Vater. Ich war 3-mal bei ihm, bevor mein Hund überhaupt auf die Welt gekommen ist. Sein Vater, Izagi, war ein riesiger, gigantischer Toser mit freundlichem, selbstbewusstem Wesen. Seine Mutter war eine sehr substanzvolle Tosa-Hündin mit sehr misstrauischen Wesenfremden gegenüber. Ich wusste also, es kann leicht möglich sein, dass sie dieses gesunde Misstrauen an ihre Welpen weitergibt. Na, wie ich das dann steuere, wäre meine Aufgabe gewesen. Aber ich wusste, eine gewisse Basis konnte hier da sein. Mir gefiel sowohl die Anatomie des Vaters wie auch die Anatomie der Mutter. Mir war es hierbei egal, welchen Weg mein zukünftiger Rüde hier einschlagen würde. Eher in den Vater oder in die Mutter, weil mir beide gut gefielen. Ich wusste, die beiden Hunde waren gesund. Und ich durfte sogar den Großvater kennenlernen. Die Großmutter, die kam aus einem anderen Land. Ja, also ich sah mir die Charaktere der Hunde an, ich sah sie mir in Natura an und konnte mir somit ein Bild machen von dem Hund, den ich in Zukunft besitzen werde. Hier passte einfach alles. Dieser hier galt damals als einer der besten Züchter in Europa, von Tosa Inu. Achten Sie darauf, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Lassen Sie die Finger vor Blindkäufen. Also, Ihnen wird ein reinrassiger Sohn so angeboten, aber es gibt keine Papiere, es gibt keine Elterntiere. Ja, passen Sie auf, oftmals sehen derartig bezeichnete Welpen wirklich so aus, als wären sie reinrassig, und nach einigen Wochen dann erst erkennt man, ja, da muss irgendetwas anderes mitgespielt haben. Ja, und ja, wenn Sie ein guter Hundemensch sind, dann war's das. Also das bleibt dann Ihr Hund. Also bei mir wäre es so. Ja. Passen Sie bei diesen Dingen auf, begehen Sie diese Fehler nicht, und passen Sie auf bei der Wahl der Linie. Also, wenn Sie ein Rottweiler-Fan sind und eher auf die ruhigere Linie stehen, dann lassen Sie die Finger von den Leistungslinien. Umgekehrt, wenn Sie eher etwas Schnelleres, Dynamischeres wollen, dann orientieren Sie sich eher bei den Leistungszuchten, also bei der Leistungslinie. Also wenn das alles optimal dann gelaufen ist, Sie aufgepasst haben, sich Tipps geholt haben, den richtigen Züchter herausgesucht haben, wo Sie gerne nachbohren können. Das ist Ihr gutes Recht. Der Züchter bekommt ja auch gutes Geld von Ihnen, und Sie sind dann im Besitz eines Hundes, der Sie viele Jahre begleiten soll. Also bohren Sie nach, löchern Sie den Züchter mit Ihren Fragen, auch wenn sie sekant sind. Das ist keine Sache von Tagen, sondern von Jahren, ja, dieser Hund. Wenn das alles passt, die sich Tipps geholt haben, den richtigen Züchter gefunden haben und den für sich besten Hund der Welt mit nach Hause genommen haben, ja, dann erst beginnt ihre Arbeit, dieses gute Material, Sie wissen, ich meine das Leben, dieses gute Material, das Sie
sich selbst als Geschenk gemacht haben, auch zu formen. Ja, das sind dann die üblichen Verdächtigen. Also wenn Sie dann speziell in den ersten 4 Monaten den Hund prägen, also ihn langsam heranführen an verschiedene Situationen, an Kraftfahrzeuge, an Menschenansammlungen. Wenn Sie zum Beispiel am Land leben, packen Sie sich zusammen, fahren Sie mit Ihren Welpen mit dem Auto irgendwo hin, wo es stark frequentiert ist, wo viele Menschen sind. Tragen Sie ihn von mir aus durch die Gegend, und wenn ihn jemand angreifen, streicheln möchte und Sie das nicht stört, dann ist es kein Fehler. Somit gewöhnt sich der Hund an Menschen, ja, hat nichts mit späteren Wach- und Schutztrieb zu tun. Ja. Gewöhnen Sie ihn an Radfahrer, an Kinder, an laute Geräusche. Sie wissen schon, an verschiedenste Situationen. Führen Sie ihn langsam heran, lassen Sie ihn langsam Kontakt mit anderen Hunden erleben. Schön vorsichtig, immer sehen, wie der andere Hund reagiert. Ist er zu aggressiv, dann halten Sie sich fern. Funktioniert der Hund gut, kann man das in vorsichtiger Art und Weise immer mehr forcieren und so weiter. Das sind dann die üblichen Verdächtigen. Also was Sie dann aus diesem Hund machen, ist dann Ihre Sache. Aber Sie haben jetzt gutes Material zu Hause und Sie beginnen den Hund artgerecht zu erziehen. Dann, liebe Zuseher, dann können Sie einen Hund erwarten, ja, wie ihn der Rassestand beschreibt, möchte ich mal sagen. Anders kann ich es nicht erinnern. Ja, liebe Zuseher, so viel zu diesem Thema. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's.